So, und damit herzlich willkommen, wo machen wir den fest, zu einer neuen Folge. Und zwar, wir fahren heute ein John Deere 9RX. Und das ist ganz was Spannendes für mich persönlich. Ich habe noch nie mit so einem riesen Büffel gearbeitet. So, fahren wir mal los. Und das Wilde ist hier, man fährt den ja eigentlich über Handgas und der hat negatives Gas. Das heißt, wenn ich aufs Gaspedal drücke, werde ich langsamer. Junge, wie fährt sich denn bitte dieses Ding? Und wie klein sehe ich denn bitte diese... Alter, ich bin doch eigentlich ein großer Mensch, kann nicht richtig über die Motorhaube gucken. So, dann gleiten wir erstmal hier so ein bisschen vor uns los. Machen wir Rundumleuchte an. Aber ist auch schon der Chef hier auf der Straße, oder? Aber ich muss sagen, allererst, wenn man jetzt hier draufsteigt, muss man sagen, die Übersicht ist nicht so krass. Man möchte am liebsten eigentlich so sitzen, aber für so bin ich eigentlich nicht groß genug. Steht hier ein Serion? Ich meine, dass man hier nur mit Handgas fährt, geht voll klar. Lässt sich auch sensibel steuern. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Sitz noch ein bisschen höher gemacht. Jetzt sitzt man auch ein bisschen besser. Man möchte ein bisschen weiter oben sitzen, dass man so doch ein bisschen den erhabeneren Blick hat. Man möchte gerne so die Maschine so ein bisschen von oben betrachten und nicht so weit dahinter. Dann kann man die immer deutlich besser einschätzen. Wir fahren ja das jetzt aktuell, also das ist hier, was wir gerade fahren, ist die aktuelle Baureihe. Es ist ein 9RX 590. Es gibt noch einen größeren Bruder davon, größere Maschine, ein 9RX 640 mit nochmal 50 PS mehr Leistung. Ja, das ist jetzt hier ein Vorführer, der mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird, damit ich den mir mal angucken kann, mal testen kann. Für meinen Betrieb persönlich würde der nicht in Frage kommen und kommt der auch nicht in Frage. Ich habe bei weitem nicht das Geld für so eine Maschine und auch nicht die Flächen, ganz wichtigerweise, und eigentlich auch nicht mehr die Anbauverfahren dafür. Trotzdem werden die Dinger in aller Welt gefahren. Der deutsche Markt ist relativ klein mit 35 Maschinen insgesamt für Knicklenker im ganzen Jahr, die da umgesetzt werden. Ich glaube, nur USA war das, wurde mir erzählt, 3.500 Stück. Und also auf der Welt spielen diese Traktoren eine ganz, ganz große Rolle. Denn dort gibt es nochmal deutlich größere Geräte und Anbaugeräte, wie wir haben. Das heißt, dort gibt es Drillmaschinen mit 20 Meter, 25 Meter in Direktsaatverfahren bzw. Striptill-Verfahren, welche die über die Flächen ziehen. Und schlichtweg sind die Dimensionen so groß in den USA, dass man mit herkömmlicher Technik, mit kleiner Technik gar nicht so viel Personal hätte. Man könnte gar nicht so viel fahren, dass sich das Ganze lohnen würde, dass man das überhaupt schaffen würde. Also man hat ja für bestimmte Kulturen bestimmte Erntefenster, nicht Aussaatfenster. Das heißt, eine Aussaat sollte innerhalb von einer Woche zu dem perfekten Termin erfolgen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Arbeitsspitzen sein müssen, wenn man 30.000 Hektar hat oder ähnliches, wie die Betriebe in Übersee. Und in dem Bereich sind diese Maschinen deutlich nachgefragt. Aber auch ich sehe in meiner Region, dass diese Riesendinger immer gefragter werden. Denn Personal wird immer mehr knapp in der Landwirtschaft. Das, was man hat, möchte man ja auch ein bisschen mehr bezahlen. Und so kommt es dazu, dass man gutes Personal, gut bezahlt, auf eine große Maschine setzt. Die Schlagkraft ist da eine ganz andere. Und es gibt auch ackerbaulich etwa einige Vorteile. Zum einen, die Raupenlaufwerke sind extrem bodenschonend, auch wenn dieser Kollege sicherlich um die 25 Tonnen wiegen wird. Ist es extrem bodenschonend, die Auflagefläche ist einfach utopisch groß. Dann haben wir jetzt hier noch die starke Zugkraft und dadurch können wir breite Arbeitsgeräte bewegen, sodass wir letztendlich weniger Überfahrten hat. Stellt euch einfach vor, wenn man ein 3 Meter Arbeitsgerät hat, wie oft fährt man da? Wie oft fährt man da über eine Fläche?
alle 3 Meter. Oder man hat einen Grubber, der 9 Meter ist. Oder eine Aussaatmaschine, dann fährt man alle 9 Meter. Das heißt, man hat 1/3, 2/3 weniger Fahrspuren. Ja? Und dieses Überrollen der Fläche ist dann einfach nicht mehr vorhanden. Das geht so weit, dass große Betriebe konsequent teilweise 12 Meter umsetzen. Das heißt, sie haben im Mähdrescher 12 Meter, sie haben 12 Meter beim Grubber, arbeiten dann meistens nur noch mit einem Cruiser auf 12 Meter, mit Scheibenecken auf 12 Meter und 12 Meter Drillmaschinen. Das heißt, die tatsächlichen Überfahrten sind viel, viel geringer. Und auch die Wendemanöver am Vorgewende sind dann bei weitem nicht mehr so häufig. Vorgewende ist immer der Bereich, bei dem wir an diesen Flächen umdrehen, und er ist bei weitem nicht mehr so häufig. Das heißt, unterm Strich sind die Maschinen verdammt riesig, aber sie sparen eine Menge Überfahrten auf der Fläche. Aber nichtsdestotrotz ist der Preis exorbitant. Also für diese Maschine legt man genauso viel hin wie für einen größeren Mähdrescher, großen Mähdrescher oder für einen Häcksler. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Da fragt man sich, wie weit soll es noch gehen? Und die Schwelle, die Auslastungsschwelle für diese Maschinen ist immer weiter und immer höher. Sicherlich haben sie auch einen Werterhalt und einen guten Werterhalt. Das heißt, effizient kostet diese Maschine wahrscheinlich um die 600.000 Euro netto. Aber wenn ich diese Maschine jetzt 3 Jahre fahre und angenommen, sie hat in jedem Jahr vielleicht 70.000 Euro an Wert verloren und ich grubber da meine 2.000 Hektar mit, angenommen, ich mache damit 2.000 Hektar, dann sind das nur noch 35 Euro pro Hektar für diese Maschine an Wertverlust. Und das geht ja noch weiter. Große Betriebe strukturieren ihre Betriebe so krass, dass sie im Frühjahr anfangen mit Rüben, Bodenbearbeitung, Mais, Bodenbearbeitung. Und dann geht es im Sommer los mit Stoppelsturz, Grubbern und nach Maishäckseln. Und dann fahren die immer weiter durch bis zum Herbst, sodass sie am Ende auch irgendwo 1.500 Stunden realisieren können auf so eine Maschine, weil sie dann auch im 24-Stunden-System hier drauf fahren. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und dann tatsächlich muss man sagen, kostet so eine Maschine dann auch irgendwo nur für einen Betrieb, der die gut auslastet, 40, 50 Euro die Stunde. Aber die Auslastungsschwelle ist natürlich extrem hoch. Das heißt, wenn ich da jetzt ankommen würde und sage, naja, ich mache da jetzt meine 100 Hektar mit, dann kostet einfach mal der Hektar im Jahr 1.000 Euro. Das heißt, wo ist irgendwo die Schwelle? Ich sag mal so, sicherlich ein 2000 Hektar Ackerbaubetrieb. Muss es schon sein, damit sich so ein Teil hier rentiert und rechnet. Wie das Ding einfach hier rumgleitet. Aber das ist schon ein Unterschied, den ich da merke. Ich bin ja auch den neuen Cerion vor kurzem gefahren. Und der Cerion lenkt ja nicht im Knick. Der ist im Knick nicht gelenkt, sondern der lenkt in der Achse tatsächlich. Das heißt, der fühlt sich schon so an wie ein relativ normaler Cerion mit Vierradlenkung. Aber der hat nicht so dieses krasse Knicken und der gleitet ein bisschen so döller. So. Ist auch komisch, aber das hier ist komischer, wenn man das so sagen kann. Der ähnlich wie beim Radlader. Das ist auch total komisch, wenn man erstmal lenkt, dass so vorne die Schaufel mit dem Gestänge da so wegknickt. Ähnlich ungewohnt ist es hier auch. So, ich muss mich natürlich jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Und können wir uns das schon mal so angucken. Das ist die erste Spur. Ich habe jetzt ausgeklappt, fahren jetzt auch mal direkt los. Wir haben jetzt hier den Boden nicht vorgescheibt oder ähnliches. Der Boden ist wirklich super trocken. Wir haben hier aber folgende Problematiken aus dem Frühjahr. Wir haben beim Striptill feuchte Bedingungen gehabt und dadurch hat das Striptill leider mal ein bisschen Boden zu doll bewegt. Und da haben wir so ein bisschen, durch so eine Wellen im Boden, aber nur ein bisschen bekommen. Nicht überall, aber die sind schon sehr unangenehm. Und unterm Strich habe ich jetzt speziell keine Direktsaatmaschine auf dem Hof, damit ich das hier in Direktsaat realisieren kann. Wir lockern jetzt hier 30 cm tief. Was man ein bisschen sagen muss, der Mais
Ja, der war schon sehr, sehr trocken. Das heißt, wir haben unten drunter jetzt sehr, sehr viele Blätter. Normalerweise kennt man, das hat man nur diese klassischen Stängel. Ja, da haben wir jetzt wirklich, weil viele Blätter schon unten hängen, haben wir da auch viel Material jetzt unten zu liegen. Optimaler wäre es jetzt gewesen, wenn man jetzt mit einer Messerwalze vorlockert. Ich werde den auch gleich noch ein bisschen flacher stellen. 30 cm bei uns ist immer eine schwierige Grenze. Wir haben festgestellt, so da tatsächlich bei der Tiefe kommen nachher so ein bisschen Steine bei uns. Und nicht nur das, auch darunter kommt auf den Sandkuppen nachher auch der Sand so ein bisschen, den man dann hochmischt. Das wollen wir ja gar nicht. Eigentlich wollen wir ja gar keine Bodenbearbeitung mehr machen, aber da kommt man nicht immer drum rum. Und aktuell bin ich ja auch noch bei der Umstellung zur Direktsaat. So, und dann könnten wir hier noch irgendwo den Sitz lose machen, dass wir den drehen können. Ist aber auch bei jedem Hersteller ist dieser Schalter woanders. Ne, jetzt fest. Das war was anderes. Und jetzt können wir da ganz entspannt drin sitzen und unsere Arbeit hier uns also angucken, die wir hier so machen. Aha. Aha, das vorne. Regensensor hat er auch. Und so ziehen wir jetzt hier unsere Bahn. Also wie gesagt, ich werde den gleich noch mal ein bisschen flacher einstellen. 30 cm, die brauchen wir hier eigentlich auch gar nicht bearbeiten. Das Arbeitsbild sieht grundsätzlich erstmal gut aus. Wir gehen jetzt auch noch mal raus und gucken uns das Arbeitsbild noch mal an. Aber man muss schon sagen, der wird hier ganz entspannt auch fertig. Mit den 7 Meter auf 30 cm. Also entspannt ist es auch gar nicht. Er fährt immer so, sagen wir mal, bei 80-90% Auslastung 100 und dann kommt ja noch mal der Boost dazu. Die ersten Arbeitsdaten wären jetzt 14,9 Liter auf dem Hektar. Was ich festgestellt habe, die Grenze zwischen 25 und 30 cm verschlingt nochmal enorm viel Kraft. So, da gehe ich nochmal raus und stelle mal die Höhe ein und dann nehme ich euch gleich mal mit und zeige mal, wie man das macht. Das ist schon ein großes Ding, Junge. So. Tritt ist so ein bisschen schräg nach hinten, wo wir absteigen können. Und dann gehen wir mal hierher. Und die Höhe stellt man ein, im Prinzip, indem man hier so einen Clip dazwischen packt. Und den machen wir mal, jetzt machen wir hier mal einen gelben zwischen. Hier wären auch welche gewesen. Dann sollten wir, glaube ich, auf 25 cm ankommen. Zack. Und das machen wir hinten nochmal. Hinten muss man natürlich jetzt ein bisschen klettern. Das lässt sich aber nicht immer ganz anders lösen bei so einen Riesengeräten. Da kommt man halt immer nicht von Rand rein. Ja, da müssen wir auf der anderen Seite kommen. Ja, hier haben wir ja die Gummiwalze. Muss man sagen, die geschlossenen Walzen ebnen noch mal ein Stück mehr ein. Aber auf sehr sandigem Boden haben wir auch wirklich die Erfahrung, dass da ja das Ganze wie so eine Welle vorhergeschoben wird. Da hilft dann nur langsames Fahren, aber selbst die Tiger Drill hat einen Reifenpacker mit 1,10 Meter Durchmesser. Und selbst der hatte diese Probleme. Ja, gucken wir uns das mal hier an. So sieht das Ganze hier aus und ihr seht, wir holen kaum noch trockenen Boden hoch. Hier ist nassfeuchten Boden, hier ist ganz bisschen noch, aber hier alles schon sehr, sehr trocken, muss man ehrlich sagen. Sehr, sehr trocken, aber das Arbeitsbild sieht gut aus. Wie gesagt, wir haben nicht vorgearbeitet und dann hat man das einfach mal so, dass hier diese Wurzeln dann im Boden noch bleiben, aber das ist auch gar nicht so wild. Uns geht es hauptsächlich ein bisschen ums Einebnen. Hätte ich jetzt, ja, wäre das jetzt glatt und ich hätte eine Direktsaat-Drillmaschine, hätte ich das jetzt hier direkt eingedrillt. Ihr seht ja auch im Prinzip hier schön das Regenwurmfutter hier, die Reste aus der Zwischenfrucht. Und was mir auch nicht so beim Strip-Till mit der EDX, wir haben immer Dämme.
das darf einfach nicht sein, wenn man danach Direktsaat machen will. Das muss super eben sein, sonst funktioniert das Ganze nicht richtig. Hier haben wir auch noch mal schön so einen Wurzelballen, den man hier sieht. Seht ihr auch schön, wie schön der verwurzelt ist am Ende. Was der für eine Wurzelmasse, ja Wahnsinn. So, ich zeige euch jetzt noch mal genau, wie man den fährt. Das heißt, ich drücke jetzt erstmal hier auf die Bremse, dann ein bisschen Handgas zum Anrollen. Der rollt ja direkt los. Negatives Gas. Wenn wir jetzt so durchdrücken, nehmen wir ihm sozusagen das Gas weg. Fährt sich maximal komisch. Und ich bin maximal komisch eingelenkt. Das wird nichts mehr, Hannes. Das wird nichts mehr. Ich muss noch mal eine neue Runde hier ziehen. Ich habe den jetzt noch mal flacher eingestellt. Muss mir nachher noch mal einen Zollstock mitnehmen. Muss noch mal zur Mittagspause rein. Und dann würde ich noch mal mit dem Zollstock das Ganze hier nachmessen. Dann drücke ich nur noch die 1. Jetzt geht alles runter. Und automatisch erhöht er auch die Drehzahl. So 10 km/h ungefähr. Das ist ungefähr so der Sweet Spot bei einem Grubber. Man kann bis zu 12 km/h fahren, aber man muss wissen, der Verschleiß an den Grubberscharen steigt exponentiell. Das heißt, der wird nicht quasi einfach proportional mehr, sondern der steigt in dieser Kurve an. Und das heißt, bei 15 km/h ist der Verschleiß deutlich höher als bei 10 km/h. Und deswegen ist das so ein bisschen der Bereich, in dem man fährt. Mir wurde gesagt, mit den Scharspitzen wurden schon 500 Hektar gemacht. Das ist natürlich ein bisschen was. Und dann fahren wir jetzt mal ein paar Bahnen, wa? So, ich habe mir jetzt mal für die Maschine hier woanders noch ein bisschen Fläche besorgt, beziehungsweise einen Landwirt gefragt, ob ich hier auch noch ein bisschen was machen kann. Hier ist der Boden einfach härter. Und er hat hier so ein bisschen kopiertes Gelände. Ich glaube, das sieht man schon so, ne? Ich halte mal die Kamera gerade. Es geht da überall schon hoch. Da hinten ist leider schon fertig. Und dann fahren wir mal jetzt hier rein und gucken, wie er sich hat. Wir arbeiten 30 cm tief. So. Langsam, muss man sagen, habe ich mich aber gewöhnt so ein bisschen an die Steuerung. Wir drücken die Autopilot-Taste. Wir drücken die 1. So, man sieht das so ein bisschen, das geht da hoch. Ich versuche mal, die so in einem richtigen Winkel zu halten, damit ihr das auch seht. So, also wir fahren jetzt hier mit 7 km/h, 30 cm tief. Ja, also man sieht, viel Luft ist da nicht nach oben, weil ich denke, die Kommentare werden kommen. Der Grubber ist viel zu klein für den Schlepper. Ja, wenn wir noch einen runterschalten. Diese Zonen, muss man ehrlich sagen, die wurden hier noch nie gelockert, weil bis jetzt noch nie die Schleppergröße da war. Aber wichtig zu verstehen, oh, das schafft er noch nicht. Wichtig ist zu verstehen, dass der Schlepper genug Reserven haben muss für solche Zonen. Der sollte nicht 90 bis 100% den ganzen Tag auf volle Flamme laufen. A, kostet das mehr Sprit, als wenn ein größerer mit leichtem Gas fahren würde. Und zweitens haben wir nicht genug Reserven, um solche Stellen vernünftig zu durchmischen. Es sind ja nicht die Problemzonen auf der Fläche, da wo wir den Grubber mit 12 km/h durchschieben können. Das sind ja nicht die Problemzonen, sondern es sind die hier, wo wir einfach mal genug Reserven haben müssen, damit wir solche Zonen vernünftig lockern durchmischen. Auch wenn wir danach Direktsaat machen wollen oder können, das ist ja ein anderer Betrieb, das betrifft mich ja nicht, muss ja trotzdem entsprechend gelockert sein, einmal, damit es ab da gut funktionieren kann. Und ihr seht selber, der 10. Gang ist Limit.
wir gucken uns das gleich nochmal draußen an. So, wir sind jetzt hier wieder so eine Lehmkuppe hochgefahren. Ein bisschen sieht man schon, dass es kopiert ist. Und ihr seht, da geht einiges. Und es geht einiges nicht. Wie gesagt, entscheidend ist, dass man die richtige Geschwindigkeit hat zum Mischen. So, und dann schauen wir uns das Ganze doch einmal von außen an. Wie sieht das jetzt hier aus, nachdem wir hier rüber gefahren sind und da kommen Schollen nach oben? Ja, was heißt Schollen? Aber da kommt schon Erde nach oben, glaube ich, die war noch nie irgendwie mal locker. Und man sieht das auch hier, der ist richtig klumpig. Und da ist das wirklich entscheidend, dass man Fahrgeschwindigkeit hat, ja, für solche Böden. Hier muss natürlich noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Man muss das, wie gesagt, auch wenn man Direktzeit machen möchte hinterher, aber ich glaube, der Betrieb möchte es nicht, muss man hinterher das einebnen. Ja? Das heißt, wir haben ja hier Zonen, wo wir hier diese riesen Schollen rausziehen. Hier ist auch richtig schwerer, lehmiger Boden, wie man sieht. Das muss man hier erstmal klein kriegen, mürbe kriegen. Und ich denke, der wird hier die Kuppen nochmal nacharbeiten, damit man hier einen vernünftigen Feldaufgang schafft. Weil hier zum Beispiel sieht man natürlich richtig, wo das Grubberschar lang geht und wo nicht. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, das ist hier eine einzige Bodenbearbeitung. Und für solche Böden hier reicht es meistens nicht mit einer Bearbeitung. Da müssen die Bedingungen schon sehr gut sein. Wir haben jetzt aber hier sehr lange trockene Bedingungen gehabt, sodass das natürlich hier zu Schollenbildung kommt. Aber ihr seht, da vorne ist es gleich wieder vorbei. Da sieht der Boden gleich wieder vernünftig aus. Das sind Lehmkuppen, heißen die bei uns. Ja, wichtig und entscheidend ist immer, dass man die vernünftig in den Griff kriegt. Ich habe es ja bei mir mit minimaler Bodenbearbeitung gemacht, sodass sich Organik oder eine Oberfläche anhäuft. Nichtsdestotrotz müssen die aber vernünftig gelockert sein, damit man das machen kann. Ja, so, ihr seht, jetzt wird der Lehmanteil gleich weniger und zack, sieht das hier gut aus. So, ich fahre jetzt noch einmal hoch und einmal runter und dann fahre ich wieder los und dann fahren wir auf unsere Fläche weiter. So, unterhalten wir uns noch einmal über den Grubber, der jetzt ein bisschen eingestaubt ist. Fortis heißt das neue Modell. Man muss sagen, wir haben hier eine kleine Vorserie noch, wurde mir gesagt. Das heißt, das ist nicht genau so, wie es nachher auf den Markt kommen soll. Wir haben hier einfach einen Schwergrubber für die tiefe Bodenbearbeitung, 27 cm Strichabstand. Und was wirklich auffällt, ist schöner Freigang nach oben. Das heißt, wenn er Material aufsammelt, schiebt sich das oben hoch, aber es schiebt keine Welle vor sich her. Ich habe gerade gesehen, ich habe dann schon einen Flügel abgebrochen. Oder da ist ein Flügel abgebrochen. Es schiebt keine Welle vor sich her. Die Federn sind auch bekannt vom Tiger. Die halten gut was weg. Bis die ausheben vom schweren Boden, dauert das einen kleinen Moment. Hier hinten das Einebnungswerkzeug sieht jetzt ein bisschen anders aus wie bei meinem Tiger. Das ist einfach nur ein Satz mit Scheiben. Ja, nicht mehr so wie bei mir, dass das immer zusammenläuft sozusagen nach jedem Schar. Und ich meine, der Effekt ist deutlich besser als bei meiner Tiger-Drill oder beim Tiger, die das Ganze sozusagen wieder anders zuräumt. Es ist hinterher viel ebener. Wenn man das so sieht, das sieht einfach so schier aus, das ist unfassbar. Und diese machen wirklich, diese Reifen, diese Gummipacker, der macht wirklich einen guten Job, weil er hier auch noch so eine zusätzlichen Noppen hat. Hat er auch wirklich einen guten Effekt mit Klumpen zerkleinern. Ich war hier auch, hier gerade haben wir wirklich sehr schweren Boden, sehr tonigen Boden. Und da macht er die Klumpen wirklich schön klein. Und dadurch verdrängt er natürlich auch zusätzlich ein bisschen Material, ne? Weil er ja hier noch sozusagen so einen kleinen Schaufeleffekt hat. Funktioniert wirklich gut. Auf richtigen Kuchensand muss man sagen, hat man die Welle trotzdem so ein bisschen, die da drinnen mitläuft. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Packer kennengelernt, der das nicht hat, um ehrlicherweise zu sagen. Würde ich doch lieber im Kauf nehmen und habe hinterher dann doch so ein schön ebenes Bild. Also muss man sagen, dieser Einebnungseffekt auch von diesen Scheiben jetzt hier am Ende ist wirklich eine tolle Sache, fällt sehr positiv aus. Der läuft ja hier komplett gestützt auf diese Räder, also auch hier stellt man die Tiefe ein
und auch die Höhe. Das heißt, man muss nicht mehr zwangsläufig das alles mit den Unterlenkern machen und den Grubber richtig in der Waage stellen, sondern das macht man anhand der Clips. Besonders gut gefällt mir auch, dass er zusätzlich hier vorne jetzt mit aushebt. Ja, das heißt, man muss nicht mehr mit dem Unterlenker mitheben, dass das alles parallel bleibt. Das macht er zusätzlich hier mit und er kann hiermit auch die Kraft übertragen. Soweit ich das richtig gelesen habe, kann der auch sozusagen zusätzlich aufs Gerät drücken und kann ein bisschen Last übergeben. Schare sollen über 500 Hektar jetzt runter haben und sehen eigentlich immer noch gut aus, muss man ehrlich auch sagen. Und mir gefällt das auch wirklich, dass der komplett auf der Walze hinten läuft beim Aus- und Einheben, auch beim Umdrehen. Das ist einfach so ein ebenes Bild, gerade wenn man jetzt am Vorgewende noch mal eine Schlaufe drehen würde, wenn man jetzt hier fertig ist sozusagen. Und dann hebt man nur über die Räder aus, dann hast du immer die Spuren drin. Das hast du hier einfach nicht. Hier hebst du aus und dann sieht man einfach wirklich ein schönes Arbeitsbild. Es ist begeisternd. So Leute, kommen wir langsam zum Ende. Ich hoffe, ich sehe hier an der Hüfte nicht zu breit aus. Der GoPro Weitwinkel zerrt das alles immer ein bisschen auf. Bin jetzt gerade hier in der vorletzten Runde Vorgewende. Und muss man sagen, in der Ecken schieben ist nicht ganz so geil. Man muss sich da wirklich den Nacken sehr doll verdrehen, weil ja der Hintern quasi mit weggeht. Also man fährt ja nicht nach hinten und guckt dabei, sondern man fährt ja quasi so, dreht das noch weiter nach hinten rein durch den Knickgelenk oder durch den Knicklenker. Aber alles in allem ist es schon schöne Arbeit. Aber man braucht halt auch große Flächenstrukturen. Man merkt das schon, das ist hier ein 40 Hektar Stück, das ist ziemlich groß. Aber das hat überall so Einwinklung und ist überall verkantet und verwuchtet. Das ist mit allen Maschinen, muss man sagen, hier nicht das Geile. Außer Svenny mit der Scheibenecke, der hat die im Dreipunkt, der ist da super fix hier in den ganzen Ecken. Das sind wir natürlich hier nicht in den ganzen Punkten. Aber unterm Strich, sich hier drin über einen schlechten Arbeitsplatz zu beschweren, weiß ich nicht. Könnte ein bisschen leiser sein, aber das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt. Und weiß ich nicht, ob es interessant ist, dass die Raupenlaufwerke gefedert werden. Ich weiß es wirklich nicht. Man weiß nie, wie das auf dem amerikanischen Markt ist, wenn die da auf ihren großen Flächen in Direktsaat fahren, wie komfortabel das ist, ob die überhaupt so kleine Bodenwellen haben. Müsste jetzt einer mal reinschreiben, der das Ganze mal durchlebt hat oder erlebt hat. Aber was ganz begeisternd ist, muss man ehrlich sagen, ist der Porsche Fortis. Der ebnet so schön ein, das ist bewundernswert. Das haben wir so mit dem Tiger nicht geschafft. Also der Tiger hat den großen Reifenpacker. Ich glaube einfach, dass der weniger Erde mit sich mitbewegt und mitführt. Und der Reifenpacker ist einfach an Ort und Stelle festdrückt. Na klar hat das auch einen Vorteil, wenn man jetzt einen sandigen Boden hat, fließenden Boden. Der setzt sich natürlich deutlich besser als hier zwischen dem kleinen Reifenpacker. Aber hier, dieser trägt immer ein bisschen Erde mit sich mit, sodass da die Spuren einmal rüberfahren und das glatt. Das ist so faszinierend, wenn man so nach hinten guckt, wie eben das alles ist. Aber nichtsdestotrotz lässt er sich schwer ziehen. Also, wer jetzt denkt, 7 Meter, schaffe ich doch auch mit meinem 6R 250. Ne, wir fahren die ganze Zeit hier immer wieder im Boost rein am Vorgewende. Und wer ein bisschen schwereren Boden hat, der sollte wenigstens hier schon die 500, 600 PS, die hier angegeben sind, sollte man schon hier mit sich führen. Und wir merken es gerade wieder, wir gehen gerade voll im Boost rein. Bei 9 km/h fahren ja nicht mal schnell, aber am Vorgewende ist es halt doch wieder ein bisschen härter. Interessant ist auch wirklich die Wendigkeit, muss man ehrlich mal sagen. Denn dafür, dass der Trecker so riesig ist, kommt er echt gut auf der Stelle rum. Das heißt, wenn ich hier 2 Bahnen gefahren habe, kann ich hier quasi einmal eine Schlaufe drehen und wieder in den nächsten Winkel reinfahren. Und auch am Vorgewende könnte man Spur an Spur fahren, ohne Probleme. Sieht nicht ganz so geil aus beim Einsetzen, aber es würde gehen. Und was ein weiterer Punkt ist, muss man ehrlich sagen, man
schafft es mit hier, was ich ja jetzt auch mache, 3-mal Vorgewende, die Fläche fertig zu machen. Das heißt, man kann relativ spät aussetzen und früh einsetzen. Durch das Knickgelenk kann man ja einlenken, der Grubber lenkt noch ein Stück gerade und dann bin ich durch. So, was ich jetzt hier meine ist, wir können jetzt hier ausheben. Fahren jetzt hier rum. Ist auch schön von Horsch gebaut, hat eine schöne Länge. Mit Knicklenker, mit Zwillingen weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber ich frage mich, ob überhaupt Knicklenker mit Zwillingen hier vor irgendwann fährt. Weil man muss ehrlicherweise sagen, im europäischen Markt ist Grubbern interessant, weltweit gar nicht so. Der größte Teil der Welt wird in Direktsaat gemacht. Und auf den deutschen Straßen ist es sowieso so, dass dieses Teil eigentlich mit Radausstattung nicht mehr richtig in Deutschland fahren darf. Dann müsste es zusätzlich noch eine weitere Achse geben, eine Behilfsachse, damit er fahren darf. Und dann sind die Abmaße und die Radmaße auch in einer ganz anderen Dimension. Und man braucht ja eine entsprechende Aufstandsfläche, damit er überhaupt eine gute Traktion hat. Denn wenn der mal richtig ziehen muss, dann schafft er das auch im Raupenlaufwerk 15% Schlupf zu bekommen, weil der halt so kräftig ist. Das E18-Getriebe, was es ja hier ist ja im Prinzip die andere Form des E23-Getriebe oder die kleinere Form. Ist nun mal so, es ist sehr ruppig im Fahren, aber es ist wirklich zugstark. Ziehen tut das Teil wirklich. Das ist wirklich begeisternd, wie das Ding hier vorangeht. Aber unterm Strich ein bisschen Fahrkomfort leidet auch darunter. So, was kommt hier vorbeigefahren? Eine 8T-Raupe. Also der guckt einfach nur stracks nach vorne, der Kollege. Der hat keinen Bock auf Grüßen.